Es war nur meine Zukunft. Das war das Einzigste. Ich wollte nicht stehen bleiben. Das Ziel war, mein Leben zu verändern, egal wie. Bloß was in der DDR nicht möglich war, die Freiheiten fehlten ein. Und ich wollte nicht so enden wie meine Eltern oder ein Rentner, wo im Leben nie was passiert wäre. Der wäre bis zum letzten Tag Alltag gewesen, ohne dass da sich irgendwas geändert hätte. Das war eigentlich der Grund. Die Idee, über die Ostsee zu flüchten als übers Wasser, war schon länger da, dadurch ich ja viel im Urlaub war und selber auch Rettungsschwimmer war und immer die Bundesrepublik gesehen habe hier in Ostdeutschland am Strand, gab es für mich eigentlich nur den einen Weg über die Ostsee, weil in meinen Augen war es auch der ungefährlichste Weg und der Weg, sage ich mal, wo der einzige Feind war ich selber in Form von Kondition und Ausdauer und ob ich das schaffe. Also das ist der besagte Strand, wo ich damals vor fast 30 Jahren in die Bundesrepublik Deutschland geflüchtet bin als DDR-Bürger. Ich bin den Strand entlang gelaufen, hatte eine Tüte in der Hand und hatte ausgekundschaftet, wie alles lang geht und wie es aussieht. Dann bin ich hier in so eine Hecke rein, hatte mich umgezogen, weil ich hatte einen Neoprenanzug an. So, habe das alles in eine Tüte reingetan, habe das liegen gelassen und habe mich ruhig verhalten in der Hecke und dann kamen noch 2 Grenzposten vorbei mit einem Schäferhund und da ist das Herz erstmal in der Hose stecken geblieben und dann hatte ich noch mal 20 Minuten gewartet, nachdem sie weggelaufen waren und dann bin ich leise ins Wasser reingelaufen und bin dann sofort abgetaucht, habe die Schwimmflossen angelegt und bin so 500 Meter geschnorchelt, dann langsam aufgetaucht, nach hinten geschaut, ob alles ruhig geblieben ist und es war alles ruhig. Und daraufhin gab es dann nur noch Go West. Und da war der einzige Feind, den ich noch hatte, war eigentlich ich selber, ob ich das konditionell durchstehe, ob die Gesundheit mitspielt. Und es hat geklappt. Geschwommen bin ich 19 Stunden und ausgerechnet wurde dann über den Bundesgrenzschutz nachträglich, es waren 38 Kilometer. Im Laufe des Vormittags fuhr eine Fähre von Westdeutschland nach Schweden und dann dachte ich mir so, irgendwann muss das Schwesterschiff zurückkommen. Ich wusste aber nicht, wo ich war, ob ich überhaupt es schaffe, in die Fahrrinne reinzukommen. Und irgendwann nachmittags, ich hatte kein Zeitgefühl, kam das Schwesterschiff zurück. Dann hat die Fähre gewendet, ist dann um mich rumgefahren, so dass ich zwischen dem Grenzboot und der Fähre war. Da wurde mir ein kleiner Ring runtergeworfen zum Festhalten, dann wurde ein Rettungsboot runtergelassen und das Rettungsboot kam dann an mich ran, zog mich rein, dann zurück zur Fähre angehangen und während des Hochziehens an der Fähre ist dann das DDR-Grenzboot unten abgedreht. Und die 1300 Mann Passagiere an Bord, die alle an der Reling standen, haben den Beifall geklatscht und so weiter. Und da wusste ich habe es geschafft. Und da war dann auch die Kondition am Ende, ich war total fertig, ich konnte nicht mehr stehen und nichts mehr. Die 40 Jahre deutsche Grenze muss man nicht als positive Erinnerung behalten. Mit allen Mitteln, das heißt mit Ehrgeiz und mit Motivation und auf keinen Fall darf es wieder so weit kommen, dass wir irgendwann unsere Probleme mit einer Waffe klären.